Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deus Ex Human Revolution. Das letzte Mal haben wir mit ziemlich viel Glück, muss ich zugeben, Barrett besiegt, den ersten Endboss. Und jetzt geht's zum Debriefing mit David Serif. Und schauen wir mal, was er zu sagen hat. So, da steht er, oder sitzt er mit seiner Hand. Tadaps. Okay. Boss, we need to talk. Is something wrong? I'm not sure. Did you set up a private access route to bypass the company firewall right before you hired me? What? Pritchard said someone's been using it to access our system since before the first attack. The security measures he and I set in place never stopped them because we didn't even know the loophole existed. Oh, I see. Frank's fixed that, though, right? He has now, but he's wondering why you never mentioned it. Frank's paranoid, Adam. You know that. Can a busy man forget things once in a while? You streamed an awful lot of data through that portal, boss. Right before you brought me on board. Pritchard made me paranoid, but I gotta admit, I'm wondering what was in it too. Yeah, as an ex-cop, I guess you would. But the important thing is you found the hole and plugged it. We're secure now. And the information you uncovered in that FEMA facility may actually help us track these guys. So let's just stay focused on what's important. Okay, irgendwie, ich mag diese Gespräche nicht, weil ich das immer noch nicht ganz rausgefunden habe, wie man da reagieren muss. Also Alpha hat hier aufgeleuchtet. Und wie man sieht, ist er aggressiv und er lässt sich leicht aufregen. Und das andere... Oh. Adam, are we done here? Nee, Moment. Okay, ich guck mal kurz. Ich versuch's mal mit Refocus. I want to, believe me. I want to catch these guys as badly as you do. But that breach is responsible for every security crisis we've had, including today's. If you want me to stop these guys, I need to know what kind of data they've had access to. You're right. I'm sorry if I seem evasive. Hat das geklappt? Ja, doch. But there's something you're not getting here, Adam. Business is war, with no clear battleground and no rules to keep our enemies honest. In this company, I'm the commander-in-chief, and I have to be ready for anything, and I will do anything to ensure that I am. Now, I hired you because I needed a general I could trust, one who knows how to obey orders. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal versuchen soll mit dem... Ich lese mal kurz durch. Ich versuche es nochmal ein bisschen aggressiver. Ich hoffe, das klappt. Adam, are we done here? Aber Beta hat nochmal aufgeleuchtet. Ja, ich versuche trotzdem mal hier. Well, don't get me wrong, boss. I'm not questioning your leadership. I'm just concerned that the data you streamed might have been compromised, accessed by the hacker who attacked us. If so, how do you suggest I handle it? Good question. I guess we should consider every possibility. I just wonder if you're being a bit paranoid here. Fixating on details that aren't critical? I mean, are you so shaken up by what happened 6 months ago, by your failure to make a difference then, that you can't roll with the punches anymore? Damn it, Adam! I brought you back in today because you have an immediate crisis to deal with. Questioning me about things that don't matter isn't going to bring Megan back. Alpha leuchtet jetzt ganz rot auf. Also, Alpha hat rot aufgeleuchtet. Offenbar ist das nur mit den Pheromonen eigentlich praktisch.
Okay, wir versuchen es mal mit Appeased. Boss, I really don't understand why you're giving me the runaround. When you hired me, I said I'd give you the best I could, but I can't protect us if you keep hamstringing my every move. If you won't level with me and tell me what it is you're hiding, then I'm out of here. I quit. Adam, wait. You can't leave us. We need you. Now more than ever. All right. Look, the truth is, I set up a confidential data channel for a private investigator, someone who can run covert background checks on people, potential new recruits, like you. You what? I had to, Adam. You were a liability, remember? You'd just been fired from SWAT. Now, Megan believed in you, but I had to be sure. Look, I don't want this to come between us. I'll send the files to your computer. You can see for yourself what he dug up. But Adam, you'd better be sure. Why? What do you mean? I mean, sometimes the past should stay in the past. Once you see that data, you can't unring the bell. When you're ready, come back and talk to me. We need to discuss our next move. Okay, das ist schon mal gut geklappt. Was mich noch ein bisschen ärgert, ist immer noch die Performance. Ich weiß nicht, ich habe das Spiel irgendwann mal neu installiert, weil ich Probleme mit der Festplatte hatte. Darum habe ich ein bisschen länger gebraucht, um hier weiterzumachen. Ich denke, ich muss das, glaube ich, neu updaten, den Fix. Weil das ärgert mich jetzt ungemein gerade. Ja, interessant, dass er da eigentlich die Backdoor eingerichtet hat, um die Leute zu überprüfen. Aber ich kann jetzt, glaube ich, nicht mehr mit Pritchard drüber reden. Also gehen wir einfach direkt weiter zur Hauptmission, das Debriefing. Mal Zwischenspeicher. Aber es ist ja gut gelaufen, wir haben alles rausgefunden. Das ist schon mal sehr gut. Here, this is for you. It's a corporate passport encoded with your biometrics. I've set up a false flag routing which should get you to Henshaw Island without any problems. You're sending me to China? What about FEMA? FEMA's got nothing to do with this, trust me. We'll have better luck in China. How can you say that? I saw the bastard who killed Megan pulling his men out of that facility. I left one of those men dead in its underground storage bay. I know that, Adam. Frank was monitoring the whole thing. So I also know that before he died, that man gave you an address in China. I want you to check it out. That doesn't make any sense. Look, Adam. There's a reason this company's under attack. You think it has to do with the typhoon or with some other top secret military project that I haven't told you about? The thought had crossed my mind. Yeah, well, it doesn't. The work Megan's team was doing before they were killed, it was redefining what it means to be human. This company, Seraph Industries, was about to lead mankind to its next stage in human development. Self-controlled evolution. Can't you see how scary that can be to some people? Sure. I also see how lucrative it can be for some others. It's never been about money for me, Adam. But you're right. There are people out there who don't exactly feel the same. Like who? I'm hoping you'll be able to find that answer for us in China. So get going. Farida's prepping the chopper. Okay. Das heißt dann wohl, dass wir nach China aufbrechen müssen. Ja, schauen wir mal, ob wir vielleicht noch mit Pritchard reden können. Was der dazu sagt, dass wir hier kontrolliert wurden. Vor allem extern. Und ansonsten, ja, ich hoffe, die Framerate bleibt einigermaßen stabil. Aber für die nächste Folge werde ich das versuchen irgendwie zu fixen. So. Vielleicht ist auf meinem Computer irgendwas Neues. Oder auf einem meiner Computer. Das ist die Kamera, die habe ich alle ausgeschaltet. Sind es irgendwelche neuen? Ja, ich glaube die gelben, die sind neu angekommen. Ach so, ich glaube, das war sogar, so wie es aussieht, sind es sogar solche Hintergrundinformationen von den Leuten selber, also von mir als Angestellten.
Also meine Eltern, das sind nur Stiefeltern, so wie es aussieht. Und die Mutter war steril. Das ist ja interessant. Ein 93er Jahrgang ist es. Na, junger Bursche. Okay, und offenbar wurde ich mit 5 Jahren adoptiert, so wie es aussieht. Ich glaube, der weiß mehr als ich selbst über meine Eltern, so wie es aussieht, und über mich selbst. Okay, offensichtlich haben wir ADHS und wir haben Probleme mit autoritären Personen. Ja, und das hat mir ein bisschen Probleme bereitet bei der SWAT. Athena tells me you spoke to Sareth. Did he happen to tell you why he made us look like idiots? I'm handling it. You can imagine how relieved I am to hear that. I'll tell you what. While you follow any lead Sareth spoon feeds you, I'm going to do what I should have done in the first place and backtrace that signal. That's your pride talking. Still, get back to me if you find something. You meant when? Pretty sure I didn't. So, ja gut. Ich denke mal, wir machen uns dann auf nach China. Und jetzt wird's, so wie ich es in Erinnerung habe, wieder ein bisschen Adventure-mäßig. Ja, diese Frame, ich krieg einen Koller. Ja, Ausreden. So, da ist unsere Kollegin. Mal schauen, was sie meint. Hey, Jensen. The boss said you were on your way. You're gonna love Hangsha. You've been there? Used to live there. I spent 3, maybe 4 years working in the upper city, and most of my nights having fun in the lower one. You ready to go? Okay, gehen wir. Moment. Not yet. I've got some things to finish up before we go. Don't take too long. Ja. I'm itching to brush up on my Chinese. Habe ich noch irgendwelche Sidequests hier? Sieht das so aus? Also eine Hauptquest wird mir angezeigt, aber vielleicht kann ich noch irgendjemand treffen, von dem ich irgendwas rausfinden kann. Vielleicht soll jemand mit dem reden hier? I'm glad we had a chance to talk, Mr. Jensen. Meeting you has been very informative. Okay. When is someone gonna do something about those scumbag bangers in Derelict Row? They're everywhere. Ja, weißt du, oh Gott, das ist eine Katastrophe im Moment. Da muss ich echt was machen. Ja, oh Gott, dann gehen wir mal nach China. Ich bin jetzt zu faul, alles zu suchen. Hat mich eh schon genug Zeit gekostet bei der letzten Mission. Und ja, dann haben wir es hier, glaube ich, auch schon wieder gesehen. Und das ist eigentlich ganz gut so, weil, ja, so will ich das eigentlich nicht mehr weiterspielen. Wenn das mit der Framerate passiert. How long is this gonna take, Malik? You mean the flight or the fun afterward? Don't worry, we'll be there before you know it. Climb in. Ich bin mal gespannt, was wir da rausfinden werden.
war die FEMA-Basis, die ja nur zur Ablenkung, die haben die quasi nur missbraucht, um von sich eigentlich auf andere schließen zu lassen. Aber ich habe immer das Gefühl, dass die Regierung dahinter steckt. Der Menderly auch irgendwas damit zu tun hat. Jensen, you might want to get ready. The jewel of the Yangtze approacheth. Son of a bitch. We're supposed to find answers in that. Hey, twice the scum and half the space. Hang on, we're going in. The address you got off that Merc, Hangshaw Court Gardens? It's a bit of a walk from here in the Yuzhou district, but I figured it might be best not to drop you too close. In case Barrett only gave up the address, knowing I'd walk into another trap. It's the kind of thing I'd do to an enemy. You want my advice? Just find out who lives there and get out. Ja gut, ich würde mal sagen, wir machen hier einen Cut. Ich schaue mal mir, dass wir diese Performance-Probleme in den Griff kriegen. Schau nochmal nach, ob da irgendwas... Jetzt wäre sie wieder flüssig, komischerweise. Also im Hintergrund habe ich nichts laufen, aber egal. Ich schaue mal nach, was da los ist. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zusehen und tschüss.